Belästigung heißt, es wurde eine Grenze gewaltsam überschritten. Und insofern ist Grenzen beachten das Thema, das hier in allem bereits drinnen ist, und zwar auch für Sie als Führungskraft, auch wenn Sie Verpflichtungen haben, Abhilfe zu schaffen. Mit dem Thema können Sie schon mal Kontakt gehabt haben, alles Mögliche assoziieren, oder es kann Ihnen vielleicht zur eigenen Überraschung in der Situation massiver zusetzen, als Sie sich erklären können oder sich erwartet haben. Das ist normal, das kann einfach vorkommen, und deswegen ist es wichtig, dass Sie wissen, auch Sie können auf Ihre Grenzen schauen und sollten auch gut hinschauen. Wenn Ihnen etwas zu viel ist, wenn es Sie stark emotionalisiert oder trifft, kann das nämlich zur Folge haben, dass Sie besonders effizient sein wollen, indem Sie zahlreiche Anweisungen, Lösungen, Vorschläge der betroffenen Person präsentieren. Das wirkt für Sie hilfreich, das ist gemeinhin im Gespräch mit Bekannten eine hilfreiche Herangehensweise. In so einer Situation kann es auch ein Ausdruck dessen sein, dass Sie raus wollen, persönlich raus wollen aus dem Misslichen, von dem Sie gerade gehört haben, indem Sie lauter Lösungen bringen. Das kann für die betroffene Person sehr nachteilig sein, sie klein machen und verunsichern und ihr das Gefühl geben, sie wissen, was sie hätte tun sollen, und sie fühlt sich möglicherweise noch schlechter. Das heißt, schauen Sie auf Ihre Grenzen und hören Sie gut hin, wie es Ihnen geht. Wenn Sie das Bedürfnis haben, viele Vorschläge zu machen, dann könnte es sein, dass Sie eigentlich weg möchten. Und das gilt es zu berücksichtigen. Wenn Ihnen, jetzt umgangssprachlich formuliert, etwas zu steil ist, dann ist es sinnvoll, dass Sie einen Fall, eine Situation auch abgeben. Das heißt, Sie sagen der Person, das geht jetzt für mich nicht, es ist aber notwendig, dass diese Meldung tatsächlich aufgenommen wird, und drücken Sie nochmal aus, wie wichtig das ist und wie sehr Sie das schätzen, dass die Person darüber spricht. Das heißt, Sie müssen gleichzeitig sagen, nicht bei mir, aber es ist super, dass Sie darüber sprechen, und es wird auch als Meldung aufgenommen, aber ich kann sie jetzt nicht aufnehmen. Auch in dem Fall führen Sie danach ein Gesprächsprotokoll, und ist es Ihnen jedenfalls empfohlen, mit einer Fachperson anschließend darüber zu sprechen. Das kann eine halbe Stunde sein oder einfach eine Einheit bei einer der Beratungsstellen oder auch im Coaching. Das ist eine Technik, und dort kriegen Sie dann auch die Unterstützung, um wieder die richtige und wichtige Distanz zu einer Situation einnehmen zu können.